Herzlich willkommen im schwedischen Winterwunderland. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass ich euch jetzt begrüße mit schönen dicken Schneeflocken, die vom Himmel fallen und einer schönen weißen Schneedecke, die sich über die Bäume legt. Dem ist aber nicht so. In der Realität hat sich der Winter seit Anfang Dezember ungefähr irgendwie zurückgezogen. Es sind Plusgrade geworden und deswegen taut es so vor sich hin. Und deswegen haben wir jetzt einen sehr grauen und tristen Dezember. Wir versuchen aber trotzdem das Beste draus zu machen und das zeige ich euch im heutigen Video. Ich habe ein kleines Glöckrezept mitgebracht. Wir waren auf einem Weihnachtsmarkt, wir haben eine Special-Aktion gemacht und sind zu einer Grotte gelaufen, wo wir ein kleines Feuerchen gemacht haben. Außerdem gibt es ein super spannendes Interview mit einer meiner Zuschauerinnen. Ich freue mich also, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß bei diesem vorweihnachtlichen Video. Das erste Kätzchen, das Stöckchen bringt. Ja. Sie sieht man nicht. Den Weihnachtsbaum hier hat Markus noch aus dem Wald geholt. Und zwar ist das eine von den Spitzen gewesen, die hier in der letzten Woche abgesäbelt wurden. Und ja, so hat das Ganze dann doch noch einen kleinen Sinn. Und der Baum muss nicht umsonst leiden. Jetzt darf die Spitze hier im Winter stehen und noch ein bisschen weihnachtliche Stimmung versprühen. Haben auch schon eine kleine Lichterkette dran gemacht, die ist zwar ein bisschen zu kurz gewesen, aber es sieht ganz schön aus, wenn man aus der Küche nach draußen guckt und dort einen Weihnachtsbaum stehen hat. So, wir sind hier gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Östersund, im Jamtli heißt das hier. Ja. Das ist eine richtig schöne Umgebung und ja, es ist sehr müßig. Müßig und gemütlich. Aber Genau. ja, es ist viel los hier, aber es ist schön. Groß und schön. Ja. Und wir halten natürlich immer ein bisschen Ausschau nach gesunden Lebensmitteln, regional produzierten Sachen. Wir Ja. haben schon wunderbare Schokolade entdeckt. Ja. Ja, Schokolade. Honig aus den Bergen, aus dem Fjell. Ja. Sanddorn. Pulver. Sanddorn haben wir gefunden und wir haben lecker gegessen. Ja, das auch. Ja. Das ist hier eine kleine Erlebnisbackstube hinter uns. Da kann man durch die Fenster gucken und zuschauen, wie Brot vor Hunderten von Jahren gebacken wurde. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das ist ein kleiner Erlebnisweihnachtsmarkt. Ja, sehr interessant. Ja, ich mag das total, dass hier überall diese großen Teelichter am Wegesrand stehen. Das macht das Ganze sehr stimmungsvoll Ja. und hat einen sehr gemütlichen Charakter. Ja. Oh, schade. Aber da essen doch Leute drin. Ja, das klingt sehr interessant. Da müssen wir wohl noch mal gucken, ob wir von der anderen Seite reinkommen, oder? Ja, machen wir das mal. Durch den Schornstein. Also das scheint ein sehr schönes, gemütliches, traditionelles Restaurant hinter uns zu sein, aber die Türen sind alle zu. Das ist wohl nur für geschlossene Gesellschaft. Ja, nichts für uns. Nein, wir gehören nicht dazu. Okay.
Also ich hätte ja jetzt Lust dazu, dass wir noch ein schönes, gemütliches Café irgendwo finden, wo wir uns hinsetzen können. Nach dem Vielleicht, Langlaufen. vielleicht für eine warme Tasse Schokolade. Ja, dann fahren wir auch zu dir nach Hause. Wir sind mittlerweile wieder zu Hause angekommen. Wir haben uns gegen das Café entschieden, da es leider keine heiße Schokolade mehr gab, die war ausverkauft. Ist aber auch gar nicht so schlimm, denn jetzt kann ich hier zu Hause einen schönen hausgemachten Glögg machen. Alkoholfrei. Den trinken wir dann. Dazu gibt es noch den Rest von meinem selbstgebackenen Kuchen aus dem letzten Video. Und wir probieren natürlich auch die Schokolade, die wir heute auf dem Weihnachtsmarkt gefunden haben. Ich denke oft im Leben über das Thema Leichtigkeit nach. Das hat mich schon lange begleitet oder dieses Thema begleitet mich einfach schon immer, weil ich im Leben oft das Gefühl gemacht habe, dass es eigentlich schwer ist. Das liegt an meiner persönlichen Geschichte und daran, dass ich eben sehr, sehr viele Wege und Schritte alleine gegangen bin und sehr viele wichtige Entscheidungen einfach immer für mich alleine getroffen habe. Und ja, oft hat mir halt bei all diesen Entscheidungen und Lebenswegen die Leichtigkeit gefehlt. Und ich habe mich immer sehr oft gefragt, warum das eigentlich so ist und wie ich denn eigentlich mehr Leichtigkeit in mein Leben hineinbringen kann oder was ich brauche, damit ich mich leicht fühle. Und das kann ich natürlich auf ganz verschiedene Arten und Weisen in mein Leben holen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinden kann. Das bringt mir sehr, sehr viel Leichtigkeit, denn klar, wenn man Spaß mit anderen haben kann, dann kann man einfach mal den ganzen Alltag vergessen. Und das ist ein schönes Gefühl. Was mir aber auch unglaublich viel Leichtigkeit aktuell in mein Leben bringt, ist, wenn ich anderen Menschen durch Kleinigkeiten eine Freude machen kann. Und aktuell jetzt in der Adventszeit habe ich ja diese kleine Adventsaktion, in der ich jede Woche ein kleines Kunstwerk an einen von euch rausschicke. Und mein erstes Werk habe ich jetzt auf die Reise geschickt zu einer ganz, ganz lieben Person, die sich unglaublich darüber gefreut hat, dass sie die glückliche Gewinnerin von diesem Kunstwerk ist. Und ihre Mail zu lesen, das hat mich so unglaublich berührt. Ja, das sind einfach so die Momente des Lebens, wo ich mich leicht fühle und was mich total glücklich macht, wenn ich sowas sehe. Und ja, deswegen habe ich auch in dieser Woche wieder ein kleines Kunstwerk erstellt, denn auch dabei komme ich nach einer Weile, wenn ich mich darauf einlasse, komme ich in so einen Flow, wo ich einfach mal die ganzen Gedanken vergessen kann. Die sind dann einfach weg und ich bin dann ganz in diesem einen Moment und gebe die Kontrolle ab, wie sich die Farben bewegen,
ich schaue dann einfach den Prozess, so wie sich alles entwickelt, und ich probiere so ein bisschen Bewegungen aus, wie ich das Bild beeinflussen kann, aber meist geht es wirklich um Kontrollabgabe und sehen, was entwickelt sich eigentlich daraus. Und ja, das gibt mir gerade viel Leichtigkeit im Leben. Und ja, heute ist der 3. Advent und ich möchte wieder jemandem eine Freude bereiten. Vielen Dank für all die lieben Kommentare, die ihr mir wieder hinterlassen habt im letzten Video. Das war wunderschön, diese Kommentare durchzulesen und zu lesen, nach welchen Werten ihr euer Leben ausrichtet oder was euch im Leben wichtig ist. Das ja, war sehr berührend. Und ja, wie ich das auch schon im letzten Video gemacht habe, ich habe hier mein magisches Glas und da habe ich alle Namen auf einen Zettel geschrieben, die mir ja, ihre Werte geteilt haben in den Kommentaren, und da werde ich jetzt auch wieder einen glücklichen Gewinner ziehen, der das Bild zugesendet bekommt, was ich im letzten Video vorgestellt habe. So, hier habe ich wieder einen Zettel. So. Na, die Kamera fokussiert gerade nicht. Okay, die Kamera will gerade nicht fokussieren. Und dann freue ich mich sehr darüber, dass ich dir eine kleine Freude machen konnte mit diesem kleinen Kunstwerk. Und natürlich gibt es auch heute wieder ein neues Kunstwerk, was ich geschaffen habe. Ich finde, das ist wunderschön geworden. Das habe ich diesmal mit Ringelblumenblüten aus meinem Teegarten verschönert. Und auch dieses kleine Kunstwerk möchte ich wieder an einen von euch senden. Und ja, wenn ihr das gerne haben möchtet und ein bisschen wärmende Worte, wärmende Weihnachtspost aus Schweden bekommen möchtet, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wann fühlst du dich leicht im Leben? Was tust du dafür, damit du dir Leichtigkeit ins Leben holst? Und ich freue mich wie immer über jeden einzelnen Kommentar von euch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Adventszeit. Gebt Acht auf euch und bis nächste Woche. Tschüss. Wir gehen nachher auf ein kleines Abenteuer. Mal sehen, wie lange wir überleben werden. Genau. Das ist die Realität. Das man schon mal leiden. Genau. Maja hat gerade in dieser einen Sekunde, wo ich nicht aufgepasst habe, den Zettel aufgefressen, wo der Name drauf stand. Aber ich weiß trotzdem noch, wer es war. Da hinten sitzt sie ganz unschuldig.